Oh, oh, falsches Game. Tut mir leid, tut mir leid, tut mir leid. Stimmt, ihr wollt ja, das wollt ihr sehen. Habe ich ganz vergessen. Ähm, ja, tut mir sehr leid. Wir schauen jetzt mal rein, ob ich genau dasselbe mit den Gegnern auch machen kann. Im Siege, was ich jetzt gerade hier gemacht habe. Bleibt dran. Und jetzt schauen wir frisch und mit voller Power einfach mal rein in unsere Routine, wie wir das immer gemacht haben, gegen was wir kämpfen mussten. Ich hoffe, ihr seid schon bereit. Natürlich kann ich euch heute kein Origin oder Aftermath zeigen. Tut mir sehr leid. Tut's nicht. Denn ich bin ganz froh, dass wir heute auch mal nicht die Top 4 forcen müssen. Das mussten wir ja jetzt die ganze Zeit über und mit, ja, die letzten Sieges sind immer sehr, sehr dreckig. Ist einfach so. Das ist jeder kämpft für sich selber. So, das ist ja gängig, das kennen wir schon, das habe ich euch jetzt schon öfter gezeigt. Ich lasse euch die Runen laufen, das habe ich auch im letzten Video, ich glaube, genau dagegen genommen. Und ich wollte jetzt nicht direkt Helging nehmen im ersten Angriff. Wird mir ja immer vorgehalten. Jetzt müssen wir direkt mal pausieren. So, jetzt schaut euch das mal an. Also ich meine, es ist okay, es kommt dann jetzt wieder ACC Risicheck und so weiter und so weiter. Aber jetzt, weil das jetzt Schlag auf Schlag geht, halte ich immer wieder an. Jetzt erklärt mir mal bitte, warum dieser Deathbreak auf dem Rakuni? Also bitte, von einem Wind-Unit. So. Ich lasse es dann einfach mal weiterlaufen. So, die Procs, das ist schon, das war klar, dass die procken ohne Ende und ja, gut. Was will man da machen? Ich habe ganz kurz überlegt, wer da schlimmer ist. Anscheinend, wir bleiben dabei, wie immer, die Mascha rauszunehmen. Jetzt habe ich kurz überlegt, ob ich den S2 mache oder ob ich uns lieber komplett pushe. Und ja, wenn es dann beim ersten Mal nicht funktioniert, dann müssen wir halt einfach brocken. So, jetzt ist der Rakuni raus und was soll ich machen? Das ist natürlich ein Shit-Auftakt, ne? Also aber gut, das bleibt halt nicht aus. Und es bleibt halt im Siege auch nicht aus, weil anders funktionieren irgendwie Devs sowieso nicht. Die können nur funktionieren, wenn sie procken oder keine Ahnung, irgendwelche wilden Builds haben. Und ja, das war jetzt dann schade gelaufen, aber was will man machen? Kann man jetzt natürlich nicht ändern. Muss man ja beim nächsten Mal dann anderes machen. Also ich sage aber ganz ehrlich, nur kurzes Fazit, diese Off ist trotzdem 10 von 10. Das war jetzt einfach unlucky. So. Hat man gesehen, es war unlucky. Es hat schon angefangen mit dem Deathbreak auf dem Rakuni von dem Wind-Unit. Das war schon unlucky, obwohl der Rakuni ja auch High Resi ist. Deswegen trotzdem eine 10 von 10, weil auch mit Hagen könnte hier einiges schiefgehen. Ne? Also schreibt mir mal rein, was ihr dagegen benutzt, dann kann ich da auch mal noch ein bisschen was zu sammeln. Vielleicht sind das ja auch Offs, die ich schon habe und aber nicht auf die Idee komme, die dann zu benutzen. So, Prost, ne? Wie sagt man so schön? Aufstehen, Krone richten, weitermachen. Und deswegen machen wir jetzt auch weiter. Ja, wir haben den Windy dabei als Tank gegen die Berkhild, also die Feuer-Berkhild. Ähm, ja, und die 2 Feuer-Units, die nehmen wir natürlich mit, damit die einfach, ja, auch von dem Fuki nicht angegriffen werden. Schaut es euch einfach an. Es ist eigentlich selbsterklärend. Ich habe auch noch eine andere Variante dagegen, die zeige ich euch dann später. Gut, was ich sagen muss, ist jetzt nachträglich, Fazit: Ich hätte definitiv, hier Feuer Berkhild hätte ich auf Crit Rate machen sollen, dann wäre es ein bisschen schneller gegangen oder so. Also, wenn ihr sowas mal spielt, dann macht eure
Mein Gott, jetzt mir fällt die ganze Zeit der Name einfach nicht ein. Wir bleiben einfach bei Feuer Berkelt. Ihr wisst ja, wen ich meine. Macht sie einfach auf, Crit Rate und dann, ist es auf jeden Fall besser. Vernachlässigt aber nicht die HP, ne? Das ist wichtig. Und dann funktioniert das eigentlich auch 'n bisschen schneller. Ähm, ja, keine Ahnung. Ich habe das erste Mal dann so gespielt, muss aber auch sagen, dass das super funktioniert hat. Man muss ja sich jetzt immer wieder auf die ganzen neuen Devs anpassen und, da kommen ja jetzt auch immer wieder neue nach dem nach dem BP, nachdem jetzt das mit dem Schumark genervt wurde. Da sah es mal ganz kurz kritisch für meinen Windy aus, aber, das war's dann auch schon. Also, ich habe sie beide auf Destroy, also zur Not, hätte dann meine Fire das auch alleine gemacht. Mit dem Rakuni zusammen. Irgendwie hätten wir dann lange da drinnen gehockt und hätten die HP zerstören müssen und so was. Und dann hätte das irgendwann funktioniert. Deswegen war das schon ganz gut, dass der Winnie nicht gestorben ist. Aber deswegen sage ich ja, wenn ihr das irgendwie nachbaut, wenn ihr das seht und das nachbaut, benutzt, eure Fire auf Crit Rate. Aber ich zeige euch auch noch eine andere Möglichkeit. Also, noch eine andere, Möglichkeit, diese Death anzugreifen, die finde ich persönlich dann besser, wenn ich ehrlich bin. Ist einfach so. Die war jetzt in Ordnung, die hat jetzt nichts irgendwie kaputt gemacht oder so, aber, ich hätte halt auf Crit Rate ruhen müssen. Sind wir halt unnötig lange da drinnen und ich kann euch halt einfach ein bisschen volllabern. Das geht auch. Also, das funktioniert dann natürlich auch ganz gut. Hier warten wir dann einfach nur noch, bis dass wir noch 'n bisschen zerstört haben oder bis dass wir 'n paar Lucky Procs bekommen, oder ja, der Stun war jetzt auch ganz nett, aber wir kennen's ja nicht anders, ne? So, auf jeden Fall, was soll ich dazu noch sagen? Ich habe alles gesagt, ich fand's gut. Wir haben das erste Mal geforst. Ich habe das noch nicht gesehen. Hat das jemand von euch schon stehen gehabt? Also, musstet ihr gegen genau diese Deaths schon kämpfen? Wir nicht, war Premiere für uns. Ja, die sind so geruht und, das habe ich ja auch schon mehrfach jetzt gezeigt. Ist nichts Besonderes, deswegen gehen wir jetzt auch in den Attack rein, damit ihr den sehen könnt. Das habe ich euch ja jetzt öfter mal gezeigt dann auch, ne? Also, das funktioniert für mich ganz gut gegen die ganzen Nashas und generell also, ich habe mich jetzt dazu entschieden, den Rennen im Freeze zu halten wegen dem Thread-Stat, aber, na ja gut, gegen Procs können wir nichts machen. Wichtig ist halt einfach, dass er nicht im Thread-Stat ist, wenn der Billard wieder rauskommt. Und das zieht es dann halt einfach nur um eine Runde länger. Also nicht um eine Runde, aber um ein bisschen was länger. Und deswegen probiere ich da immer, ihn irgendwie zu controllen, bis der Belial dann rauskommt. Natürlich, ja, da kann man nichts machen. Wenn die Nasha prockt, was will man da machen? Das ist natürlich dann echt blöd. Dann muss man es halt noch mal weiterspielen. Das wäre jetzt genauso gewesen, wie wenn der Thread-Stat da ist. Aber ich sage euch, noch das habe ich auch im vorigen Video gesagt, holt euch den ruhig als Dupe. Ich mache das auch und ich finde ihn wahnsinnig gut in dieser Konstellation. Bestimmt gibt es da auch noch weitere Konstellationen. Ich werde mir, mal die Mühe machen und mal also so ein bisschen testen. Wir haben ja auch ein paar Nachos stehen, ob man da irgendwas anderes noch nehmen könnte mit ihm zusammen, aber mir würde da jetzt eigentlich nichts einfallen. Deswegen. Also, ich weiß, hier in dem Fall ist jetzt sowieso kein Deathbreaker dabei gewesen, so, also außer der Rendern, aber na ja, das ist jetzt nicht so konsistent. Ähm, aber ich habe ihn halt einfach nur als Tank genommen generell, weil er halt wirklich sehr gut tanky ist. Und ihr könnt ihn aber auch, wie gesagt, der fungiert wie Windy. Ihr könnt ihn als, Tank gegen Kakano nehmen, der kann keinen Deathbreak bekommen. Na gut, wenn ihr den gegen Kakano nimmt, dann müsst ihr natürlich gucken, dass, er auch die wenigste HP hat und das ist in dem Fall hier jetzt nicht so, außer der Belial ist nicht am Spielfeld. Dann müsste er aber weniger HP haben wie die Kami. Da müsst ihr 'n bisschen was beachten, aber ansonsten jedes Fire Unit, was Death breaken kann, kann er tanken. Also, das ist sehr gut. So, ich kann sie wieder benutzen. Ich weiß, einige von euch haben die wahrscheinlich schon des Häufigeren benutzt.
aber ich, nicht. Und das ist jetzt das zweite Mal. Ich habe ja schon mal erklärt, dass ich halt einfach vorher immer nur gesniped habe, und fertig, einfach fürs 10-10. Aber jetzt möchte ich natürlich auch, ja, andere Sachen austesten. Und da gab es auch noch die Diskussion, ob man den Dark Homunculus nicht als letztes moven lassen soll. Natürlich verstehe ich das, weil sie ja mit S3 alles, also wieder dieses Zurücksetzen, ne, die Abklingzeit zurücksetzt. Aber das Ding ist, man nimmt sie ja eigentlich noch ganz gerne als Backup-Strip. Und deswegen habe ich das bei ihr so, dass sie bei mir als zweites moved. Als erstes Jannis, dann sie als Backup-Strip und dann der Verat, weil wir kriegen das auf jeden Fall hin, die Unit so lange im CC zu halten, bis dass sie wieder halt ihren S3 fertig hat oder sie prockt halt, wie man jetzt gerade gesehen hat. Und, deswegen finde ich persönlich, sie an zweiter Stelle moven zu lassen, besser. Was findet ihr? Was findet ihr? Findet ihr, das besser, die Dark Homunculus an zweiter oder an dritter Stelle nach dem Verrat moven zu lassen? Lasst es mich gerne wissen. Die Diskussion würde ich ganz gerne nämlich verfolgen. Ich war mir da nämlich ein bisschen unschlüssig dann. Also, ich habe es aber so gelassen, wie ich's eingestellt habe, und es funktioniert ja sehr gut, wie wir sehen. Die Wiedergabe hat leider hiervon nicht richtig funktioniert, also, deswegen muss ich euch das jetzt leider so zeigen. Also, es war 'n Win und es war halt da einfach so, dass ich die Destiny rausgesniped habe, immer wieder. Und dann war das ja auch ganz einfach und deswegen schneide ich euch jetzt, danke an Glaki, einen anderen Fight als Ersatz rein. Ich mache das ja immer so, wenn ich was nicht zeigen kann oder was nicht zeigen darf, dann benutze ich andere, Tags, die ich euch zeigen kann, damit ihr natürlich auf eure 10 Offs kommt. Und da das mit meinem Fight ja nicht funktioniert hat, habe ich euch ja versprochen, gleiche ich das dann aus und, ja, jetzt dürft ihr euch den anschauen. Die Runen dafür bekommt ihr natürlich nach dem Attack dann zu sehen. Also, ich blende euch die dann ein. Ähm, Ich selber habe keinen, Kowachi, deswegen kann ich das leider so nicht benutzen, aber ich finde es trotzdem richtig, richtig cool. Also, ich meine, da prockt die Nasher natürlich auch. Irgendwie sieht's, sehr, sehr schwierig aus, aber ja gut, alles klar, da ist, easy, mega. Also, ich finde sie super gut. Runen kommen direkt im Anschluss. Das habe ich vom Handy aufgenommen, weil ich noch Fortnite gespielt habe. Aber ich zeige euch die Runen einfach gleich im Anschluss. Ähm, ja, das ist ja natürlich relativ gängig. Also, bei der Lichtinnere, der war ja schon direkt weg. Ähm, aber das war jetzt ein relativ schneller Fight, deswegen dachte ich, den schiebe ich mal eben so dazwischen, während ich, ja, die Gegner kille. Aber die Runen dann jetzt direkt danach. Wie gesagt, hier sind die Runen. Ja, die sind halt einfach alle auf pur Damage und fertig. Also, man kennt's ja nicht anders. Da ist nichts Besonderes dran. Ich mache es euch noch mal ganz kurz. Das geht dann relativ schnell. Okay, hier habe ich jetzt auch noch mal kurz einen Attack vom Handy ausgemacht. Mensch, Mensch, Mensch. Ich war aber auch, wir waren voll in einer Fortnite-Session, aber ich muss ja auch irgendwie meinen Siege machen. Und, normalerweise tue ich halt vom Laptop aus, aufnehmen. Aber jetzt habt ihr's halt einfach so. Ist ja haben wir Kinoformat, ne? Also, wir brauchen jetzt nur noch Popcorn und ich habe euch ja versprochen, dass ich das auch noch in einer anderen Version spiele mit dem Kamun dann. Ich persönlich, habe ihn jetzt dann auch auf Crit Rate gemacht und ich sage ganz ehrlich, aber vielleicht liegt es auch einfach nur daran, dass, also, weil er jetzt halt auf Crit Rate ist und Feuerberghild es eben nicht war. Aber ich persönlich fand das dann halt ein bisschen, ja, besser, muss ich sagen. Also, ich fand es einfach einen ganz kleinen Ticken einfacher. Keine Ahnung, warum ich da so 10 Jahre warte. Ähm, keine Ahnung. Ich wollte euch jetzt schon vorspulen, aber lassen wir einfach.
Ich weiß nicht, was dazwischen ach ja, 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 okay, ich musste mich ganz kurz AFK stellen. Also, das ging dann nicht anders. Ähm, ja, Mensch, also, man muss ja auch mal ab und zu, ne? Ich konnte ja die Mates auch nicht im Stich lassen und, muss aber auch mein Siege machen. Keine Ahnung. Ist aber auch vollkommen in Ordnung, finde ich. Ihr seht ja alles. Ihr seht es ja, wie es läuft. Wie gesagt, solltet ihr sowas forcen, ich persönlich bevorzuge da dann doch, das Feuer-Unit auf 100 Crit Rate zu spielen, weil es einfach viel schneller geht. Ihr habt, Vor und Nachteile. Ihr habt Solveig, jetzt weiß ich's endlich wieder, habt ihr, den Vorteil, dass Death Break ist, dass auch 'n Stun dabei ist und 'n höherer, Speed Lead. Aber mit Kamun zum Beispiel habt ihr jede Runde das Schild, was auch gut ist. Vom Damage her sind halt beide relativ nice, wenn ihr sie auf Crit Rate spielt. Hier fehlt mir natürlich so 'n Death Break, muss ich ehrlich sagen, aber, ja gut, man kann's auch so machen. Hier habt ihr den Heal Block. Das ist sehr, sehr gut. Ihr habt mit Kamun den Heal Block und dadurch ist Solveig eigentlich nicht mehr so ja, nicht mehr so nervig und ist eigentlich relativ schnell down dann. Na ja, also wenn man das dann irgendwann auch, trifft, dann funktioniert das auch, aber ansonsten habe ich sie auch beide auf Destroy, einfach damit's nicht noch 10 Jahre länger dauert oder wie auch immer. Ich hätte jetzt einfach den Kamun pushen können. Genau, das ist mir dann auch eingefallen und da ist der Heal-Block, der getroffen hat. Sehr nice. Ja, eben hat er's ja nicht gemacht. Deswegen passt das auch so ganz gut. Da passiert jetzt so an sich nichts mehr. Könnt ihr gut benutzen, 10 von 10. Dann wollen wir eben noch die letzten 3 Hits loswerden. Diese Off habe ich euch jetzt schon ein paar Mal gezeigt und ich finde sie auch relativ gut dagegen. Guckt euch auf jeden Fall an, es ist auf jeden Fall bis zum Ende gucken wert. Wir nehmen dort als Erstes die Giselle raus, weil wir wollen einfach nicht den Buff, wir können nicht da durchhauen oder sonst irgendwas. Und dann, ja, habe ich kurz überlegt, was wir da machen. Ich habe jetzt die Buffs gegeben, ist natürlich hinterher habe ich überlegt, ist es nicht sehr sinnvoll, weil die Edna ja strippt und das hatte sie da noch nicht gemacht und ich wollte der eigentlich nicht die ganzen Buffs geben. Na ja, aber gut, wir spielen das dann einfach weiter runter. Ich wollte da dann die Edna rausnehmen, bis das dann der Paul anfing zu procken. Habe ich überlegt: „Ah, komm, dadurch, dass der Oblivion gibt, probieren wir ihn einfach rauszunehmen.“ Ich hätte in dem Fall vielleicht einfach die Edna rausnehmen sollen, dann wäre der Deathbreaker weg gewesen, weil jetzt, schaut euch das mal an, das ist ja, knapp war, ja. Ich habe kurz gedacht, jetzt ist vorbei, aber dann habe ich mich wieder dran erinnert, dass ich den, Rakuni ja schneller gemacht habe und dadurch hat er jetzt auf Slot 6 eine Attack-Rune und macht jetzt vielleicht ein bisschen Damage und es ist auch kein Heal da drinne. Und wir haben halt zweimal Heal. Ich habe jetzt bewusst mit, dem Hundemädchen keinen Buff mehr gemacht, weil sonst hätte sich die Edna ja immer wieder den Heal-Buff geklaut und das wollte ich natürlich nicht. Ich wollte nicht, dass sie, irgendwie in irgendeiner Weise sich ja dann healen kann und deswegen wollte ich das jetzt einfach nur runterspielen. Es hat sich ja dann auch gezeigt, dass sie auf Vio ist. Am Anfang habe ich ja gedacht, die ist eventuell auf Swift, so wie das meistens der Fall ist, aber, ja, es ist einfach runterspielen. Zum Glück, sie hätte jetzt vielleicht auch noch, ja, das Hundemädchen da umgehauen, aber ich bezweifle, dass sie dann den, Rakuni gekillt hätte. Ich habe kurz überlegt, ich wollte sie dann doch lieber zurückpushen noch mal, damit der Rakuni halt noch mal schneller dran ist und wir noch 'n bisschen Heal haben. Dann ging das. Also, es war knapp, aber es war in Ordnung. Und jetzt noch mal 'n ganz schneller Klassiker zum Mitnehmen. Ich hatte nämlich beziehungsweise nur noch 40 Minuten oder 50 Minuten Zeit. Da war jetzt nicht mehr viel mit Rumüberlegen, da muss reingegangen werden und das hat sich halt einfach angeboten für mich.
Keine Ahnung, warum ihr das nicht toll findet. Ich finde das mega gut, obwohl ich muss ja ehrlich sagen, gibt ja genug Leute, die mittlerweile darauf hoffen, Haging-Dupes zu bekommen und, ja, also ich würde sagen, ich würde maximal 5 behalten. 3 Stück habe ich. 5 würde ich maximal behalten, einfach für den Dupe-Pool. Man kann nicht genug Dupes haben und wenn man HG3 spielt, dann ja, dann, kommt es halt manchmal vor, dass man eine Dev öfter machen muss. Und dann kommt es halt auch einfach vor, dass man dann, wenn man Dupes hat, wirklich einfaches Leben hat. Also, bei mir ist es jetzt leider nicht mehr so. Seitdem ich YouTube mache, muss ich mir ja da immer wieder was Neues ausdenken. Da kann ich leider nicht mehr, ähm, 5-mal oder 6-mal Snipe machen und den Rest dann Haging oder sowas. Das geht dann nicht. Das wäre ja total langweilig. Aber für euch dürfte das definitiv ja funktionieren, und ich würde es auch jedem empfehlen. Ich behalte meine Dupes ja trotzdem, weil wenn sowas wie Turney oder so ist und ich wirklich, richtig die Sachen brauche, da nehme ich euch ja genauso mit und da würde ich das dann auch benutzen, definitiv. Ich denke, das wird auch jeder verstehen können, dass da andere Regeln herrschen. Das ist auf jeden Fall jetzt 'n Win. Ich habe noch ein Attack left. Und jetzt habe ich noch mal etwas, was ich vorher euch noch nicht gezeigt habe und ich selber so auch noch nicht benutzt hatte. Aber meine Intention dahinter war, dass der, Wind Indra, also der Windchakra da, der macht ja Damage zum Speed und der strippt auch zum Speed. Gut, der Strip war uns jetzt eigentlich egal, also nicht zum Speed, sondern ne, der Strip war uns eigentlich egal, sondern der Damage von ihm war das Schlimme. Und da habe ich gedacht, ich brauche irgendetwas mit Leo. Ich wollte aber jetzt nicht den, Windmonker und Tetra nehmen und deswegen habe ich dann überlegt, einfach die Juno mit reinzuhauen. Ich weiß nicht, ob eventuell eine Aya auch funktioniert hätte, aber, ein großes Aber, ich gehe davon aus, dass die zu schnell gestorben wäre, weil die ganzen Debuffs na gut, der Chakra, der macht keinen Schaden, aber trotzdem hat sie die ganzen Debuffs und sie zieht sich ja auch HP selber ab und ich bezweifle, dass die Tetra da hinterherkommt. Deswegen finde ich die Wahl der Juno da schon richtig, richtig gut. Das könnte man jetzt eigentlich nur noch auf, ja, Auto-Hit spielen, ausspielen, fertig. Aber habe ich natürlich nicht gemacht. Ich wollte das bis zum Ende, weiterspielen. Da habe ich ganz kurz Targetwechsel gemacht und habe dann überlegt: „Ja gut, die Nephthys, die brauchen wir ja eigentlich für die Debuffs und, deswegen ist es eigentlich egal, wie rum ihr das angreift. Ich würde immer empfehlen, den Damage als Erstes rauszunehmen und danach seid ihr fein. Ihr habt gesehen, ich habe die Full Tanky gemacht. Das ist das Gute an Leo. Ihr braucht nicht auf Speed zu achten. Ihr könnt voll reingehen und, das ist jetzt ein Win. Ich habe ein 9-1 gespielt. Den Attack von Glaki habe ich euch ja auch reingespielt. Das heißt, ihr habt eure 10 Offs gesehen und ist vollkommen fein für mich. So, wir haben den ersten gemacht. Super, ich konnte das abfangen. Wir gehen jetzt mal eben rein und öffnen zusammen, ja, die ganzen Packs. Wir öffnen mal eben noch meine Kiste und, ja, zum Glück haben wir jetzt mal endlich wieder einen Lichtblick gehabt nach den ganzen, Top 4 Sieges und, ähm, gut. Oh, schade. Keine Glänzkiste und wir guck mal hier, wir haben's direkt mitgekriegt live, dass da eine Glänzkiste aufgegangen ist. Ist auch egal. Wenn euch mein Content gefallen hat, wenn euch die Offs gefallen haben und ihr nicht irgendetwas noch verpassen wollt und natürlich auch, wenn euch die Intros gefallen haben, dann lasst doch gerne ein, Like und ein Abo da. Und was jetzt auch neu ist, ist, ihr könnt die Videos hypen. Umso öfter das Video gehypt wird, umso mehr Reichweite bekommt man. Das ist für kleine Creator gedacht. Das wäre auch ganz schön, wenn ihr das Video dann auch noch hypen könntet. Und ansonsten werde ich jetzt am Ende des Videos noch, meine Member einblenden, die halt im YouTube in meinem Member-Programm sind. Da könnt ihr auch mal reinschauen. Da biete ich verschiedene Sachen an, so wie Deckrunen, Account-Reviews und. Also, ihr könnt da einfach mal reinschauen und, euch das durchlesen. Und ansonsten, ihr wisst, meine Kommentare sind immer offen. Bitte schreibt mich voll. Ich antworte jedem und dann freue ich mich, wenn ihr das nächste Mal wieder einschaltet.